Die Tür schloss sich hinter mir mit einem leisen, endgültigen Klicken und schnitt den Lärm der Pariser Rue du Faubourg Saint-Honoré ab. Was blieb, war eine stehende, stickige Wärme, die sofort an meiner Haut klebte. Die Luft war eine dicke Suppe aus Aromen, die ruhelos süßlich, bittere Nachgeschmack alter Zigaretten, vermischt mit dem säuerlichen Geruch von kalten Kaffeerösten in Plastikbechern und dem beißenden, künstlichen Duft von Haarspray, der wie eine unsichtbare Wolke über allem schwebte. Das Linoleum unter meinen Schuhen war abgetreten und fleckig und jedes Geräusch holte nach, das rhythmische Klicken von Absätzen, das Summen einer Nähmaschine, ein gedämpftes Flüstern. Man wies mir einen Platz zu einem winzigen Schreibtisch in einer Ecke, der mehr ein Nachgedenke als ein Arbeitsplatz war. Darauf thronte eine wackelige, alte Nähmaschine, ihr schwarzes Lackgehäuse von Fingern abgewetzt. Ein Stapel unbezahlter Rechnungen mit einem rostigen Scherengewicht beschwert, drohte bei der geringsten Bewegung herunterzurutschen. Dies war mein Reich. Meine erste Aufgabe lag bereits bereit. Ein Berg von blassrosa Seidenfutter, fein wie Spinnweben, zu einem perfekt glatten Quadrat gebügelt werden. Die Time-Premiere d'Atelier einer Frau mit eisgrauem, streng zurückgebundenem Haar und den Händen einer Chirurgin deutete mit einem knappen Nicken auf das Bügellesen. Keine Einweisung, nur Erwartung, so begen die Einführung, nein sanfte Taufe in die absolute Monotonie. Stundenlang glitt das heiße Metall über die empfindliche Seide, wobei ich jeden Zentimeter straff zog, um die kleinsten Falten zu vermeiden. Dürrdampfig sichte leise und vermischte sich mit meinem Schweiß, während meine Hände diese sinnlose, repetitive Bewegung ausführten, beobachteten meine Augen. Die Hierarchie des Raums offenbarte sich in leisen Gesten. Da war die Chefdesignerin, die nur gelegentlich aus ihrem abgetrennten Glaskabinett herabschwebte. Ein Wirbel aus schwerer Seide und intensivem Parfüm. Dann die Premiere, die Ambestritone Herrscherin dieser Werkstatt, deren Blick eine Naht zerstören konnte. An die Näherinnen ein halbes Dutzend Frauen verschiedenen Alters, die mit einer fast meditative Concentration über ihre Maschinen besaßen, ihre Finger bewegten sich mit einer Geschwindigkeit und Präzision, die mich demütig machte. Sie tauschten kaum ein Wort aus, nur gelegentlich ein Murmeln über einen Saum oder einen Stoffbruch. Gegen Mittag, als mein Nacken steif und meine Finger von der Hitze gerötet waren, kam eine der jüngeren Näherinnen zu mir. Sie sagte nichts, stellte nur einen weißen Plastikbecher neben meine Bügelstation. Darin schwappte eine lauwarme, schlammbraune Flüssigkeit, Instant Kaffee, der schon vor Stunden zubereitet worden sein musste. Sie traf meinen Blick, ein flüchtiger, fast unmerklicher Moment der Anerkennung, bevor sie zu ihrer Maschine zurückkehrte. Ich nahm einen Schluck. Er schmeckte bitter und wässrig, doch in dieser Geste lag eine zeremonielle Aufnahme, ein stillschweigendes Willkommen in der Müdigkeit. Ich war jetzt eine von ihnen, eingeschrieben in die Chronik dieser stickigen Linoleums und der unbezahlten Rechnung. Der erste Tag war eine Lektion in der Kunst des Stillhaltens und Beobachtens.
in der Demut vor der stumpfen, physischen Realität, aus der der vermeintliche Glamour geboren wurde. Die Seite unter meinem Bügeleisen glänzte perfekt und kühl. Ein winziger, unbedeutender Segen der großen, gleichgültigen Maschinerie der Mode. Der Wecker riss mich aus einem Schlaf, der kaum Erholung war. Vor dem ersten Gedanken lag bereits die körperliche Erwartung des Rituals. Das mühsame Ansehen im Halbdunkel des winzigen Zimmers war eine Vorbereitung auf eine Rolle. Die Schulterpolster, diese kleinen, weichen Wülste aus Fleiß, mussten erst in Boos gestoppt werden, ein heimlicher Akt der Verstärkung, der meine Silhouette in die geforderte, kantige Form zwang. Die Suche nach deiner Strumpfhose ohne Laufmaschen wurde zur täglichen Lotterie. Die Finger tasteten ängstlich über das hauchdünne Nail. Dann das Haar, die lockige Mähne, die natürlich alles andere als perfekt war. Forderte ein stundenlanges, lärmendes Ballett mit einem klapprigen Phon und einer Flasche steifem Sprühfixier. Der heiße Luftstrom peitschte die Strähnen, bis sie in einer Art disziplinierter Wildheit lagen. Ein sorgfältig konstruiertes Chaos, das den Erwartungen des Ateliers entsprechen sollte. Der Weg durch das frühe Paris war eine Übung Bad Dashes entsprechen sollte. Der Weg durch das frühe Paris war eine Übung in Stoische. Die Metro roch nach feuchtem Wollmantel, abgestandener Gauloises Luft und dem scharfen Duft von verschüttetem Bier vom Vorabend. Körper wurden an Körper gepresst, eine anonyme Masse, die in die gleiche Richtung schwankte. Ich hielt meinen Atem, versuchte den Saum meines Mantels nicht in den Türen einzuklemmen und spürte den Blick der Stadt, die noch nicht ganz wach war, durch die schmutzigen Fenster Osteruntergrundbahn. Aufgetaucht wurde die Luft kalt und klar, durchzogen vom verheißungsvollen Duft von gebutterten Croissant. Die Boulangerie war das Glockenspiel der Tür, die Wärme, die Backwaren ausstrahlten, der Anblick der goldenen Brote in Reihen. Hier gab es eine Ordnung, die tröstete. Die Bestellung war immer dieselbe. Ein kleines Mantra der Normalität. In tartine beurre, s'il vous plaît, et in noisette. Die Usbridge Baguette Schieber, dick mit salziger Butter bestrichen, war Merrills Nahrung. Sie war ein Fundament. Die Noisette, dieser winzige, starke Kaffee mit einem Hauch Milch, brannte einen Weg durch die Morgenlethargie. Für diese wenigen Minuten, auf dem schmalen Sims vor dem Laden stehend, gehörte ich mir selbst. Ich beobachtete die Stadt, die zur Arbeit eilte, und kostete die Stille aus, bevor ich die Tüten mit den Bestellungen der anderen aufnehmen und mich wieder in den Strom werfen würde. Diese Pause war der Atemzug vor dem Eintauchen, der letzte Moment der Unschuld vor dem Sturm aus Erwartungen, Hierarchien und der stickigen Luft des Ateliers, die bereits auf mich wartete. Die Rückkehr ins Atelier mit den schweren Papiertüten. In jedem Arm war ein Balanceakt zwischen Eile und Vorsicht. Die Tür schwang auf und die vertraute Welle aus stickiger Luft und mechanischem Summen schlug mir entgegen. Jetzt begann das zweite, komplexere Teil des Rituals, die Verteilung. Es gab ein ungeschriebenes, aber eisernes Protokoll
eine soziale Landkarte, die sich in der Art des Getränks und seines Behältnisses offenbarte. So ist die Tremere. Jet Haife Serei, ein schwarzer, konzentrierter Schuss, dürfte niemals in einem profanen Pappbecher ankommen. Ich musste ihn vorsichtig in die dünnwandige Porzellantasse mit dem blassen Goldrand umfüllen, die immer sauber auf einem kleinen Tablett neben ihrem Schneidetisch bereitstand. Ein Tropfen auf der Untertasse wäre ihm vergehen gewesen. Dann die Näherinnen. Für Claudine, die Älteste mit den ruhigen Händen, der Kaffeeolé in der großen Schale, milchig und warm. Für die beiden jüngeren Mädchen, die unzertrennlich in ihren Maschinen saßen, zwei Crèmes mit extra Zucker in Papichen, aber mit den richtigen Deckelfarben, die sie heimlich gesammelt hatten. Der Lehrling, ein schüchterner Junge, bekam einen einfachen Noir, den er in einem Tuch hinunterstürzte, bevor er zu den Stoffresten zurückkehrte. Jede Bürgerball war ein kleiner, stiller Akt der Anerkennung, ein Bestätigen des Platzes in der Ordnung. Ich bewegte mich durch den Raum wie ein stummer Kellner, beobachtete die müden Hände, die sich nach der Tasse ausstreckten, das kurze, erleichterte Aufatmen beim ersten Schluck. In diesem Moment des Gebens war ich unsichtbar, ein bloßer Kanal für diese kleine, notwendige Freude. Es erlaubte mir, die Gesichter zu studieren, die noch nicht die Maske des Tages angelegt hatten. Da war die bleiche Müdigkeit unter den Augen der jungen Näherin, die bis spät in die Nacht gearbeitet hatte. Die tiefen Linien um den Mund von Claudine, die von Jahren des Bückens über Stoff erzählten. Der abwiesende, leicht gereizte Blick der Premiere, da bereits die Liste des Tages durchging. Die ersten müden Blicke des Tages, ehrlich und ungeschützt, bevor die Anspannung der Arbeit, die Konzentration auf den nächsten Stich, sie wieder glättete und versteckte. Der Geruch vom frisch gebrühtem Kaffee überlagerte für einen flüchtigen Augenblick den beißenden Haarspray und Schweißgeruch. Ein warmer, irdischer Duft, der den Raum für einige Minuten in eine Art tröstlicher, temporärer Gemeinschaft verwandelte. Dann setzte das Summen der Maschinen wieder ein. Das Klicken der Scheren und der Alltag nahm uns alle wieder in seinen gleichmäßigen, fordernden Rhythmus auf. Die Anweisung kam kurz nach der morgendlichen Kaffeebeverteilung, als die Hände noch warm von den Pappbettchen waren. Die Premiere deutete mit ihrer Schere, deren Spitze in der grellen Neonbeleuchtung blitzte, zur geschlossenen Tür am Ende des Raumes, das stofflige, 2 Meter wonderkräfte Schien, massiven Akt, dry, ansehen Sie vorsichtig. Die letzte Warnung hing in der Luft, schwerer als der Stoff selbst. Die Treppe hinab in den Keller war schmal und steil, die Stufen aus abgenutztem Stein, die in den Rändern ausgehöhlt waren. Mit jedem Schritt verließ ich die Welt des mechanischen Summens und trat in eine andere, feuchte Stille ein. Die Luft kühlte sich merklich ab und trug einen eigenen Geruch in sich. Den erdigen, fast animalischen Duft, ungebleichte Wolle, den süßen, leichten Hauch von Rohseide und darunter eine scharfe, chemische Not von synthetischen Fasern und Mottenkugeln. Der Raum war lang und niedrig,
von nackten Steinwänden begrenzt, die in manchen Stellen feucht schimmerten. Er wurde von einer einzigen staubigen Glühbirne in einem Drahtkäfig erhellt, die lange tanzende Schatten warf, und überall waren Stoffe. Reisige Rollen wie überdimensionale Mumien, Lenten und Regalen oder lagen auf hohen Holzgestellen. Sie bildeten eine stumme Textilbibliothek unvorstellbaren Wertes. Meine Finger streiften unwillkürlich darüber. Da war die schwer gekämmte Wolle in einem tiefen Marienblau, weich und doch widerständig. Denn even die crepige Schiene, ein Wasserfall aus elfenbeinfarbener Seide, so tat, dass sie unter meinem Blick zu atmen schien. Einige Regale weiter glänzten synthetische Satin in giftigen Lila- und Pinktönen, kühl und glatt wie gefrorenes Öl. Ihr Glanz wirkte in der Düsternis des Kellers auf Söhn. Ich fand die gesuchte Rolle, ein schmales, kostbares Bündel und das mit Klebeband befestigte Preisschild ließ mir den Atem stocken. Der Preis pro Meter entsprach fast meiner wöchentlichen Miete. Die Angst, die mich beim Bügeln des Futters beflügelt hatte, wurde hier zu einer physischen, lammenden Präsenz. Ein falscher Schritt, ein Staubkörnchen am Schuh, ein Hauch von Feuchtigkeit von meiner Hand, jede Kleinigkeit konnte diese kostbare Oberfläche beschmutzen, einen unbezahlbaren Fehler verursachen. Ich wickelte den Stoff mit der Ehrfurcht eines Priesters, der ein Reliquar handhabt, ab maß zweimal nach und schnitt mit einer Spezialschere, deren Klingen wie ein Seufzer durch die Fasern glitten. Doch als ich den Zuschnitt auf dem großen Schneidetisch ausbreitete, sah ich ihn. Einen winzigen, kaum sichtbaren Fadenzieher, eine kleine Laufmasche im Gewebe, direkt an der Kante. Eine Panikscharfe metallisch stieg in meine Kehle auf. Dies war kein Fehler von mir, sondern ein Materialfehler, doch die Schuld würde zweifellos bei mir liegen. In diesem Moment hörte ich feides Rascheln. Claudine, die älteste Näherin, war lautlos die Treppe herbekommen. Sie sagte nichts, musterte die Situation mit einem Blick, der alles sah. Dann trat sie näher, ihre Hände, von 1000 Nadelstichen gezeichnet, griffen in die Tasche ihrer Schürze. Sie zog eine feine Sticknadel und einen Faden hervor, der exakt dem Elfenbeinten des Stoffes entsprach. »So«, murmelte sie, »mehrde dem Stoffel zu mir.« Sie zeigte mir eine Bewegung, schnell und präzise. Die Nadel fasste nicht den beschädigten Faden, sondern webte sich mit winzigen, unsichtbaren Stichen in das umliegende Gewebe ein, stabilisierte es von hinten und zog es sanft zusammen. Es war eine Technik der Tarnung, nicht der Reparatur, eine Illusion von Perfektion. Ihr Akt war eine stille, riskante Solidarität. Sie rettete mich nicht aus lauter Güte, sondern weil sie wusste, dass die Verschwendung des Stoffes ein größeres Verbrechen war als der kleine Fehler selbst. Nach 3 Stichen war der Makel verschwunden, in der Textur des Materials absorbiert. Sie nickte einmal, steckte ihre Utensilien weg und verließ den Keller ohne ein weiteres Wort. Der Rest des Tages wurde mir einer anderen, meditativen Strafe zugewiesen, dem Sortieren von Perlen und Peileten. An einem kleinen Tisch im Hinterzimmer saß ich vor Dutzenden von flachen Schachteln, die mit losem Glitzer gefüllt waren.
Meine Aufgabe war es, sie nach Farbschattierungen zu trennen. Nicht einfach nach Gold, sondern nach Altgold, Honiggold, Champagner, Messing. Die Paletten in Silber mussten in Stahl, Spiegel, Perlmutt und Mattsilber sortiert werden. Stundenlang ließ ich die kleinen, kalten Scheiben durch meine Finger gleiten, mein Blick schärfte sich für Nuancen, die das ungeübte Auge nicht unterschied. Das monoton klackende Teile in den verschiedenen Schalen wurde zu einem hypnotischen Soundtrack. In dieser repetitiven, fast sinnlosen Präzision fand ich eine seltsame Ruhe. Hier gab es keine existenziell Angst vor Fällen, nur die einfache, fordernde Logik der Ordnung. Jede perfekt sortierte Schachtel war ein kleines, abgeschlossenes Universum, ein winziger Sieg über das Chaos. Während draußen im Hauptatelier die große, unsichere Arbeit an den Stoffen von unschätzbarem Wert weiterging. Meine Finger wurden staubig vom Glitzer und der chemische Geruch. Der Kunststoff ätzte sich in meine nassen Schleimhäute, doch in dieser Tätigkeit lag eine Art von Demut. Ich lernte, dass der Glamour, der später auf dem Laufsteg funkeln würde, auf solchen unsichtbaren, mühsamen Fundamenten aus Angst, Solidarität und der akribischen Sortierung von tausendfachem künstlichem Glanz errichtet wurde. Der Befehl kam nicht als Bitte, sondern als schlichte Tatsache. Die Anprobe für Madame Deschamps. Sie bleiben in der Ecke. Halten Sie die Mädel bereit. Die Premiere drückte mir eine Flagge mit Stecknadeln gefüllte Kissen aus rotem Samt in die Hand und deutete auf einen schmalen Streifen Wand neben dem schweren Samtvorhang der Anprobekabine. Es war kein Platz zum Stehen, sondern zum Verkümmern. Ich presste mich gegen die Tapete, die nach altem Kleister und Stahl broch, und nahm die vorgeschriebene Haltung an. Aufrecht reglos, die Hände mit dem Nadelkissen vor der Brust gefaltet, der Kopf leicht gesenkt, der Blick auf den Boden gerichtet, aber bereit, bei der geringsten Bewegung nach oben zu schnellen. Ich steckte mir eine Reihe dünner, spitze Nadeln zwischen die Lippen. Ihr metallischer Geschmack vermischte sich mit dem von meinem Lippenstift. Sie waren meine Waffen, meine Werkzeuge, meine stumme Sprache für die nächsten Stunden. Dicke beinahe ein vergoldeter Käfig. Dreiseitig von hohen Spiegeln umgeben, die jedes Detail unendlich vervielfachten und mit einem schweren, blutroten Samtvorhang von der Werkstatt getrennt, der den Lärm nur dämpfte, aber nicht aussperrte. Die Luft darin war noch stickiger, gesättigt mit dem süßlichen Duft, teuren Parfüms und einer untergründigen Note von Angstreis. Das Ballett begann mit dem Eintritt der Mannequin. Sie war kein Laufstegmodel, sondern eine Seance, eine Anprobdame, deren Körper den exakten, unerbittlichen Maßen der Hausschablone entsprach. Sie war so dünn, dass ihre Knochen unter der blassen Haut wie feine Porzellanstücke durchschimmerten. Ihre Bewegungen waren wirtschaftlich, fast geisterhaft. Als sie sich entkleidete und in das erste Kleidungsstück schlüpfte, ein entellierten Tweed-Jackenrock. Der Stoff, ein schweres, graumeliertes Meisterwerk, sah auf der Kleiderpuppe elegant aus, aber am lebendigen Körper wurde er zu einer Rüstung. Ich sah, wie sich die Muskeln
ihres Rückens entspannten, als sie den Reißverschluss hochzog. Detail schnürte sie ein, nicht dekorativ, sondern atemberaubend eng. Die Schultern des Jackets mit monströsen Polstern versteckt, standen ab wie Flügelstummel und ließen ihren schmalen Hals noch zerbrechlicher wirken. Dann betrat der Designer Monsieur Leblanc die Kabine. Er war ein Mann von mittleren Jahren, dessen sorgfältig gepflegte Nonchalance nur mühsam die angespannte Energie darunter verbarg. Er trug eine weiße Kaschmirweste und einen Seidenschal nonchalant um den Hals geschlungen. Seine Augen, scharf unaccessorisch, scannten die Silhouette der Mannequin, ohne Gemmels ihr Gesicht zu erfassen. Drehen Sie sich, befahl er, sein Ton war ein geschäftsmäßiges Murmeln. Sie gehorchte eine langsame Pirouette auf ihren schmalen High Heels. Er trat näher, kniff eine Falte am Hüftbund zwischen Daumen und Zeigefinger. Hier, zu viel Spiel. Wir nehmen noch einen Zentimeter raus, eine Nadel. Das war mein Signal. Ich trat vor, eine Nadel zwischen den Fingern, und steckte sie genau an die von ihm berührte Stelle, durch den teuren Tweed und das Futter hindurch, knapp einen Zentimeter von der Haut der Mannequin entfernt. Sie zuckte nicht, ihr Atem war flach und kontrolliert. Madame Deschamps, die Kundin, betrat mit der Autorität einer Schlachtkreuzer Kapitänin. Sie war eine Frau in den 50ern, ihr Gesicht eine Maske diskreter Chirurgie, ihr Haar ein Helm aus perfektem Platinsilber. Sie musterte das Kleid auf dem Körper der Mannequin, als begutachte sie ein Gemälde, das sie vielleicht, aber nur vielleicht, erwerben würde. Die Taille ist zu tief, verkündete sie, ihre Stimme klang kühl und klar wie Kristall. Es macht mich alt. Monsieur Leblanc verbirgte sich leicht. Ein Schmeichler wurde Königin. Aber natürlich, Madame, eine optische Täuschung. Wir heben sie an, zweine Daumen an der Seitennaht. Wieder beweckte ich mich, meine Hände waren jetzt ruhig, ein Automat im Dienst der Laune. Die Nadeln markierten die neuen, imaginären Linien, 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 Linien. Die Mannequin stand reglos. Ihr Blick war auf einen Punkt in der Ferne hinter dem Spiegel, gerichtet ihr Körper ein neutraler, leidenbekleideter Bügel. Dann kam die nächste Demütigung. Monsieur Leblanc zündete sich eine dunstige Gitarre an, und nachdem er einen Zug genommen hatte, suchte er mit den Augen nach einem Aschenbecher. Es gab keinen, sein Blick fiel auf mich. Sie, sagte er, als hätte er mich gerade erst bemerkt, halten Sie das. Er reichte mir den schweren gläsernen Aschenbecher vom Toilettentisch. Also stand ich da, in meiner Ecke, das Nadelkissen in der einen Hand, den Aschenbecher in der anderen ausgestreckt, eine lebende Statuesse entdehnt. Der Rauch kräuselte sich in meine Richtung, scharf und beißend. Die Asche wuchs langsam zu einem grauen Zylinder heran. Während die Anprobe weiterging, ein Abendkleid aus steifem Satin, das bei jeder Bewegung der Mannequin knisterte wie gefrorene Blätter, eine Bluse aus Chiffen, die mit Nädeln an ihren Bauch gefesselt werden musste, um den gewünschten, lässigen Fall zu erzeugen, füllte sich die Luft mit Kommentaren.
Sie wurden nicht an mich gerichtet, nicht einmal wirklich an die Mannequin. Sie waren das gedämpfte Hintergrundrauschen der Macht. Die Kurve hier ist gefährlich, so Führers für eine Bankiersgattin, murmelte LeBlanc, während die Hüftlinie des Abendkleides begutachtete, später, als die Mannequin sich bückte, eine heruntergefallenen Faden aufzuheben. Die Beweglichkeit ist gut. Manche von den neuen Mädchen sind so steif, man könnte meinen, sie hätten einen Stock verschluckt. Madame de Champ lachte leise, ein klingelndes, anerkennendes Geräusch. Die sexistischen Untertöne waren nicht subtil, aber sie wurden mit einer solchen müden Selbstverständlichkeit präsentiert, dass sie zu einem weiteren Bestandteil der Atmosphäre wurden, wie der Zigarettenrauch oder der Geruch von teurem Parfüm. Sie waren das normale Betriebsgeräusch dieser Welt. Ich stand da, der Aschenbecher wurde schwerer in meiner Hand, die Nadel in meinem Mund fühlten sich stumpf und feucht an. Meine Augen brannten vom konzentrierten Starren, von der Reflexion der grellen Lampen in den Spiegel, von der Anstrengung, nicht zu blinzeln und keine Bewegung, keinen Befehl zu verpassen. Ich war ein Teil der Maschinerie geworden, ein sensorisches Gerät, das Nadeln breite und Asche auffing. Unsichtbar und doch unentbehrlich in diesem unangenehmen, vergoldeten Ballett, bei dem der Körper der Frau sowohl die Leinwand als auch das Problem war, das es zu korrigieren galt. Der Gong der Mittagspause war kein echtes Geräusch, sondern eine plötzliche Lockerung der Spannung im Raum, ein kollektives, fast hörbares Ausatmen. 45 Minuten. Eine heilige, knappe Zeitspanne, die in der stickigen Chronik des Ateliers wie eine Luftblase in einem Sirup wirkte. Die Maschinen verstummten, die grellen Neonröhren blieben an, aber ihre Präsenz schien weniger bedrohlich. Ich folgte dem stillen Exodus nach draußen, den Körper steif vom reglosen Stehen in der Ecke, den Geschmack von Metall und Zigarettenasch noch immer auf der Zunge. Diewohl dies Essenssortes war keine Wahl. In den schmalen, teuren Straßen um das Atelier herum gab es nur ein einziges Café, das überhaupt ein warmes Mittagessen anbot. Es war ein Ort mit Messingbeschlägen und so kleinen Marmortischen, dessen Preis eine stille Aggression ausstrahlten. Ich bestellte ein Croque Monsieur und einen kleinen Kaffee, und als die Summe genannt wurde, spürte ich ein flaues Ziehen im Magen, das nichts mit Hunger zu tun hatte. Ich setzte mich an einen Einzeltisch am Fenster, mein Rücken zur Wand und beobachtete die Zerlegung des Ateliers in seine sozialen Komponenten. Die Näherinnen hatten sich in großen Tisch in der hintersten Ecke gesichert. Sie breiteten nicht eine Speisekarte aus, sondern Tupperdosen aus mattem Plastik in Pastellfarben. Der Duft, der sich von ihrem Tisch ausbreitete, war irdisch und tröstlich. Ein kräftiger Ragout, kalter Braten mit hausgemachtem Kartoffelsalat, dicke Scheiben Landbrot. Sie teilten das Essen untereinander, gaben Stück Kuchen an die Nachbarn weiter, gossen Rotwein aus einer unmarkierten Flasche in kleine Gläser. Während sie aßen, rauchten sie, die Zigaretten lagen neben den Tupperdosen und der Rauch vermischte sich mit dem Dampf des Essens zu einer Wolke der Genügsamkeit. Ihre Gesichter
im Atelier von Concentration gezeichnet, entspannten sich. Die Hände, die so präzise nähten, hielten jetzt Gabeln oder Strich über die Hand oder Strich über die Hand einer Kollegin, während sie über die gestiegene Miete für ihre Wohnung im Twent ist. Arrondissement oder die Undankbarkeit eines pubertierenden Sohnes sprachen. Es waren ruhiges, resigniertes Murmeln des Fundament eines Lebens, das weit außerhalb der Welt aus Crepe de Chine und Satin existierte, an einem anderen Tisch, in der Mitte des Raumes und dem Licht des Raumes und dem Licht ausgesetzt, thronten die beiden Models, die für eine spätere Anprobe eingeteilt waren. Sie bestellten bei der bedächtigen Kellnerin, die ihre Ungeduld kaum verbarg, zwei gemischte Salate, eine Dressing und Sand, eine Flasche Mineralwasser. Das war alles. Sie saßen aufrecht auf ihren Stühlen, als wären sie noch auf dem Laufsteg. Ihre langen, dünnen Glieder wie sorgfältig arrangierte Stücke. Sie essen nicht wirklich. Sie zerkleineten Blätter mit den Gabelspitzen, tauchten sie in Nicks und führten sie mit einem müden, automatischen Geste zum Mund. Ihr Gespräch war ein leises, monoton Summen überregend, goss es um die Unzuverlässigkeit eines bestimmten Fotograf. Sie existierten in einer anderen Ökonomie, einer der Kalorien und des Blickkontakts, und ihre Pause schien keine Erholung, sondern eine weitere, ruhige Disziplin zu sein. Ich biss in mein Croque, Monsieur. Der Käse war gummiartig, der Schinken dünn und salzig, das Brot darunter weich von der Billigbargerin. Jeder Bissen fühlte sich wie eine kleine Niederlage an, eine Überzahlung für die bloße Tatsache der physischen Präsenz. Während ich kalte, zählte ich im Stillen mein kleines Geld im Portemonnaie. Die Münzen und die wenigen nittrigen Scheine mussten noch bis zum Monatsende reichen, für die Metro, für eine weitere dieser mittelmäßigen Mahlzeiten, vielleicht für ein neues Paar Strumpfhosen, und die Laufmaschen siegten. Diese Mathematik der Knappheit war ein unsichtbarer Faden, der mich mit den Näherinnen an ihrem Tisch verband, trotz der Kluft aus Ausbildung und Ambition. Ein Stück ihrer Unterhaltung drang zu mir herüber, getragen von einer Welle leisen Lachens. Es ging Kindermilch. Die Preis beklagte eine der jüngeren Frauen. Simona mit den sanften Augen seien im letzten Monat wieder gestiegen. Ihre kleine Tochter trinke so viel, und die Marke, die der Arzt empfohlen habe, koste fast so viel wie ein Meter einfacher Baumwollstoff. Eine andere ältere Frau mit einem Netz aus Fältchen um den Mund nickte wissend. Ihr eigener Mann, sagte sie mit einem Achselzucken, der so viel aussagte wie ein ganzes Buch, trage sein Geld lieber in die Kneipe als in den Haushalt. Es war keine dramatische Klage, nur eine Feststellung, ein weiterer Faktor in der Gleichung des Alltags. In diesem Moment, zwischen ein bisschen faden Essens und dem Klirren von Kaffeetassen, hatte ich einen flüchtigen, aber klaren Blick auf das Skelett, das den glitzernden Körper der Mode trug. Es waren Skelett aus Mietverträgen, aus schlechten Ehemännern, aus den erschreckend konkreten Kosten für die Milch, die ein Kind großziehen sollte. Dieser Hoch von Leben außerhalb war weder romantisch noch besonders tragisch. Er war schlicht, schwer und real.
roch nach gedämpftem Gemüse und Kohlsüßes, nicht nach Haarspray und Parfüm. Die Models in ihrem Titsten in ihren Salat, unberührt von dieser Realität, Bewohnerinnen einer anderen, ebenso luftleeren Sphäre. Ich beendete meinen Krog-Menschur, trank den letzten Schluck kaltem Kaffees und spürte das Gewicht der Münzen in meiner Tasche. Die 45 Minuten waren um. Das Murmeln verstummte, die Zigaretten wurden ausgedrückt, die Tupperdosen verschlossen. Langsam, wie eine Herde, die sich einem unsichtbaren Ruf beugte, erhoben wir uns alle, Näherinnen, Models, ich, und strömten zurück zur Tür, zurück in die stickige Luft des Ateliers, wo der Stoff und die Nadel und die unbezahlten Rechnungen warteten. Der Kurzausflug in die Anthropologie des Alltags war vorbei. Die Maschinen würden gleich wieder summen. Der Nachmittag gehörte dem Polisher. Ein ganzer Berg von blassblauen Blusenrollingen, geschnitten aus einem Stoff, der täuschte. Aus der Ferne sah er aus wie feinste, matschende Seidensatin mit einem sanften, fließenden Fall. Doch in der Hand fühlte sich kühl und glatt an, eine künstliche Glätte, die keine Wärme aufnahm. Und er roch, nicht nach Stoff, sondern nach Chemie, ein beißender, süßlicher Geruch, der sich mit der ohnehin schon stickigen Atelierluft und dem säuerlichen Schweiß an meinen Schläfen vermischte, zu einer eigenen ungesunden Atmosphäre. Meine Aufgabe war das Zusammennähen. Stundenlang fütterte ich die Maschine mit den vorgeschnittenen Teilen, ließ die Nadel in einem monoton Tack-Tack-Tack durch die synthetischen Fassen rattern. Deiner musste perfekt gerade unsichtbar sein, denn diese Blusen waren für eine preisbewusste, aber anspruchsvolle Zweitlinie bestimmt. Der Look von Luxus zum Bruchteil des Preises, errichtet auf einem Fundament aus Erdöl. Der Hitz der Dampfgügeleisens, mit dem ich jede Naht nach dem Nähen glatt bügeln musste, brachte den chemischen Geruch des Stoffs, Folter und Faltung. Ein beißender Dunst stieg auf, der im Recken kratzte. In den 1980ern war Synthetik allgegenwärtig, die am besungene Heldin der demokratisierten Mode. Sie war billig in der Herstellung, pflegeleicht, knitterfrei und vielseitig. Sie konnte Seide imitieren voller, sogar Leder. Sie ermöglicht die opulente Volumen, steif Strukturen und glänzende Oberflächen, die Naturphasen nie aufrechterhalten konnten. Sie war das Material der Träume für die Massen, der Stoff, aus dem die Schulterpolster der Karrierefrauen und die fließenden Abendkleider der Disco-Besucherinnen geschnitten waren. Doch der Preis für diese Perfektion war hoch. Polisher admiti Nick. Unter den grellen Lichtern der Laufstege in überheizten Büros verwandelte sich der Traum in einen klebrigen Albtraum. Der Körper, eingehüllt in diese künstliche Hülle, erstickte still vor sich hin. Der Schweiß konnte nicht entweichen, sammelte sich, ein feuchtes, privates Geständnis der Unbequemlichkeit unter der glatten Fassade. Die Ironie war bitter und lag schwer in der Luft neben dem Geruch. Hier in diesem Atelier, das den Anspruch auf höchste Handwerkskunst erhob, schufen wir Illusionen von Luxus aus einem Material, das im Grunde Plastik war. Wir visierten diese Blusen mit handgenähten Perlmuttknöpfen,
säumten sie mit großer Sorgfalt, nur damit der Träger später in einem überfüllten Raum die erstickende Energie des Stoffs gegen die kühle Haut tauschen würde. Der Glamour war eine dünne Folie, eine Oberfläche, und darunter schwitzte die Realität, während meine Hände automatisch die nächste Naht führten, wanderte mein Geist davon. Er verließ den chemischen Dunst, die Hitze des Bügeleisens, das monoton Tacken der Maschine. Er ging nach Hause in mein karges Zimmer und blieb in einem Kleid im Schrank hängen. Es war ein einfaches, kurzärmeliges Kleid aus ungebleichter Baumwolle, ohne Form, ohne jede Verzierung. Ich hatte es auf einem Markt gekauft, nicht wegen des Schnitts, sondern wegen des Stoffes. Baumwolle etmiti. Sie war weich, sorgfältig, sie trug den Duft von Seife und Luft, nicht von Raffinereien. An heißen Tagen war sie kühl, an kühlen Tagen wärmte sie sanft. In diesem Kleid war ich niemand, keine Stargär, keine Bürofigur mit Schulterpolstern. Ich war einfach nur ein Körper, bekleidet mit etwas, das den Körper respektierte, anstatt ihn zu verformen oder zu ersticken. Diese Sehnsucht nach Einfachheit, nach Ehrlichkeit des Materials, war meine stille Rebellion an diesem Nachmittag. Sie brannte leise in mir. Ein winziger, beharrlicher Widerstand gegen den Berg aus künstlichem Satin, während meine Hände weiterarbeiteten, Stück für Stück, an der Fassade des schimmernden, nicht atmenden Traums. Die befreiende Wunder der Maschine kam in Form einer neuen, ebenso rätselhaften Nächschaft. Die Premiere deutete mit einem spitzen Kinn in Richtung eines kleinen, beigefarbenen Monsters auf einem separaten Tisch in der Nähe des Telefons. Die Faxe von Mailand. Sie kümmern sich darum. Alles kopieren, sobald es ankommt. Es war blast. Das Gerät war ein klobiger Kasten von Panasonic, sein Plastikgehäuse bereits von Fingerabdrücken und Kaffeeflecken gezeichnet. Es sah aus wie eine Mischung aus Telefon und Miniaturdrucker, eine technologische Kuriosität, die hier mit der argwöhnischen Ehrfurcht behandelt wurde, die man einem unberechenbaren Orakel entgegenbringt. Meine Hände, noch taub vom Vibrieren der Nähmaschine, fühlten sich plötzlich ungeschickt und zu groß an. Der erste Auftrag war die Übertragung einer Designskizze an eine Stofffabrik in Mailand. Die Zeichnung an Filigranes Gewehros, Bleistiftlinien und Aquarelltöpfen auf dünnem transparenter Papier war ein zerbrechliches Kunstwerk. Vorsichtig legte ich sie kopfüber in den schmalen Einzugsschacht des Geräts, wie man eine Reliquie in einen Altar schiebt. Dann begann das Ritual. Das Wählen der langen, komplizierten International Nummer war ein Akt purer Concentration, ein falscher Ton, und die teure Verbindung würde fehlschlagen. Ein schrilles, modulierendes Pfeifen erfüllte die Luft, das Geräusch der digitalen Suche über Kontinente hinweg. Dann endlich ein bestätigendes Klicken und das Rasseln begann. Es war ein langsames, mechanisches, unerbittliches Geräusch. Der Apparat fraß das Papier Millimeter für Millimeter. Sein optischer Scanner las die Linien mit einer schneckenhaften Geduld. Das Geräusch war kein Summen, sondern ein trockenes Malen, als würde Sand durch ein Uhrwerk rieseln. Es dauerte endlos.
In dieser Zeit hätte ich den Ärmel an der Blouse nähen können. Stattdessen stand ich da und starrte auf das blinkende kleine Licht, das wie ein träges Herz schlug, während das kostbare Original langsam in den Schlump der Maschine verschwand. Die Verbindung riss ab, als das Papier nur zu 2/3 übertragen war. Ein kurzes, hässliches Piepen, dann Stille. Die Skizze kam sehr knittert und mit einem schwachen, geisterhaften Abdruck der eigenen Linien auf der Rückseite wieder zum Vorschein. Eine doppelte Entfernung. In Mailand würde nur ein fragmentarisches, sträufiges Nix ankommen, ein sanfter Fluss, mehr ein Seufzer der Resignation entwich meinen Lippen. Die Technologie dieser vermeintlichen Bote der sofortigen Welt war hier nur ein weiterer unzuverlässiger, launischer Diener. Doch die wahre Tyrannei offenbarte sich beim Empfang. Mit einem schrillen, durchdringenden Triller kündigte das Gerät ein eingehendes Fax an. Wieder dieses Malen, diesmal von der anderen Seite des Alpenkamms. Was herauskam, war kein normales Papier. Es war ein schmales, glattes Band aus Thermopapier, warm von der Verarbeitung und mit einem unverkennbaren, chemischen Geruch behaftet, ein scharfer, medizinischer Duft, der an Zahnarztpraxen und billige Kassenzettel erinnerte. Und darauf, in einem blassen, körnigen Grau, erschien die Nachricht, ein skizzierter Schnittmusterausschnitt, begleitet von hastig hingekritzelten Zahlen in Italienisch. Doch selbst während ich es in Händen hielt, begann der Akt des Verblassens. Die Linien, fangs noch deutlich, wurden vor meinen Augen blasser, als würde die Tinte von innen heraus verdunsten. In einer Stunde wäre es ein fast leeres Blasser, eine Erinnerung an eine Kommunikation, die nie stattgefunden hatte. Also kopierte ich jedes Empfangene, Fax, egal wie banal, musste sofort auf das dickere, gelblich-weiße Kopierpapier des Büros übertragen werden. Die klobige Kopiermaschine brummt und blitzte, und der chemische Geruch des Thermopapiers vermischte sich mit dem Ozonhauch des Kopierers zu einer eigenen modernen Miasma. Die physische Handlung des vorsichtigen Auflegen des empfindlichen Streifens, das Drücken der grünen Taste, das Warten auf die warme Kopie, wurde zu einer heiligen Pflicht gegen das Vergessen. In diesen Momenten kontemplativer Monotonie, zwischen dem Rasseln und dem Brummen, dachte ich über die Ökologie der Kommunikation in diesem Jahrzehnt nach. Das Fax war der telegrafierte Brief, schnell, aber hässlich und vergänglich. Es existierte neben anderen archaischen Systemen, den schwindlerigen teuren Furnischbrechen, bei denen man jede Minute zählte und die Stimme angespannt vor Lautstärke war, dem Warten auf den Motorkurier, der Muster oder dringende Post brachte, an dessen Ankunft den Rhythmus des Tages unterbrach. Der physischen, fast fleischlichen Schwer der Papierakten, die von Schreibtisch zu Schreibtisch getragen wurden und deren Gewicht direkt proportional zu ihrer Wichtigkeit zu sein schien. Alles hatte Volumen, Gewicht, Geruch und eine unmittelbare, kostspielige Präsenz. Nichts war leicht, nichts war wirklich sofort da, nichts war dauerhaftes, sei denn man bewahrte es aktiv vor dem Verschwinden, wie ich's mit diesen warmen, nach Chemie riechenden Faxen tat. Ich war die Hüterin der flüchtigen Signale,
eine Priesterin in einem Tempel des Rätsels und verblasens, wo Botschaften aus der Ferne ankämen. Nur ohne meine Intervention wieder in ein weißes Nichts zu zerfallen. Die Maschine stand da, stumm, bis sie das nächste Mal mit ihrem schrillen Triller rief, ein tyrannischer, unberechenbarer Golem, der meine Hände und meine Aufmerksamkeit für seine obskuren, vergänglichen Rituale forderte. Der Regen begann als ein sanftes Tupfen. Gegen die hohen Fenster des Ateliers verwandelte sich aber schnell in einen gleichmäßigen, grauen Vorhang, der die Welt draußen in weiche, unscharfe Konturen tauchte. Die Anweisung kam von der Premiere, während sie eine Naht mit ihren kritischen Fingern abtastete, ohne aufzublicken. Sie gehen zu laat du dessen. Zwei Block des Aquarell Papiers, Granulat 300 zu Sennelier für die Pastellkreiden, die Spiegelreihe in Ocker und Umbra, und dann zu Gelen ein Flakon vom Shalimar in der Geschenkverpackung. Es ist für die Frau des Investors. Sie reichte mir eine gefaltete Banknote und eine Liste, geschrieben auf einem Stück kariertem Schneidepapier. Es war kein Befehl, sondern eine Tatsache. Die Tür zum regnerischen Nachmittag stand offen. Der Ästhetemzug draußen war eine Offenbarung. Es schmeckte nach nassem Asphalt, nach feuchter Erde. Aus den Blumenkästen eines nahen Balkons, nach dem leichten metallischen Hauch des Regens selbst. Es war eine Luft, die bewegte, die lebte, ganz anders als die stehende, verbrauchte Suppe des Ateliers. Ich zog den Kragen meines Mantels hoch und trat in den Strom der späten Nachmittagsgänge. Hier war die Stadt, die sich hinter der Fassade der Moduelt verbarg. Keine Mannequins, keine schwebenden Designer, sondern müde Angestellte mit eingeklemmten Zeitungen über dem Kopf alter Frauen, die mit vorsichtigen Schritten an den Trottoirkanten balancierten, Lieferanten, die mit klappenden Handkarren durch die Pfützen rasten. Die Schaufenster siegten keine unnahbaren Creation, sondern stapelweise Käse, glänzende Früchte, billiger Wollpullover. Der Lärm war ein vielstimmiges, gemisch von Motoren, Gesprächsfetzen und dem stetigen Prasseln des Regens auf Dächern und Schirmen. Für einen Moment war ich keines Tag Gier, sondern einfach eine weitere Silhouette in der nassen, geschäftigen Masse. Der Weg zu den Geschäften war eine Pilgerfahrt durch verschiedene Welten. Laut du dessen rochne Holz, Leim und dem trockenen, edlen Duft unberührten Papiers. Die Blätter, die ich verlangte, wurden mit der Ehrfurcht eines Bibliothekars überreicht. Jedes Blatt schwer und samtig unter dem Daumen. Bei Sennelier war die Luft staubig von Pigmenten. Die Holzkästchen mit den Pastellkreiden lagen wie Schatztruhen in den Regalen. Ihre Farben tief und satt, die Ocker- und Umbertone wie eingefangene Erde und versteinertes Holz. Der Verkäufer wickelte sie in Seidenpapier ein, sein Gesicht eine Maske professioneller Gleichgültigkeit gegenüber der Schönheit, die er handhabte. Doch erst der letzte Auftrag enthüllte den wahren Kern dieser Besorgungen. Das Parfümeriegeschäft Guerlain war ein Tempel der Sinnlichkeit. Die Luft war warm, schwer und komplex,
ein Gewirr aus Blüten, Ambra und süßem Vanille. Der Klang war gedämpft, das Licht sanft und golden. Ich wartete meine Papiertüten mit Papier und Kreiden schon feucht am Boden, während eine Verkäuferin mit makellosen Händen und einem Lächeln aus Porzellan die kleine in Samt gebettete Flasche Shalimar herausholte. Sie war ein Artefakt aus einer anderen Existenz, dieses Parfüm. Ein Geschenk für die Frau eines Investors, eine Bestechung in Flackenform, ein stillschweigendes Abkommen, das mit Jasmin und Bergamotte besiegelt wurde. Sie wickelte es in Layers aus Seidanpapier und steckte es in ein neues aus Seidanpapier und steckte es in eine steife, gestanzte Schachtel, die mit einem Band verschlossen wurde. Das Ganze war ein Ritual, das nichts mit dem Inhalt zu tun hatte, sondern alles mit der Geste, dem Wert der Verpackung, der Illusion einer persönlichen Aufmerksamkeit, die in Wirklichkeit nur Kalkül war. Ich nahm die schwere kleine Schachtel entgegen. Ihr Gewicht fühlte sich unnatürlich an in meiner vernadelnd und stoffgeprägten Hand. Auf dem Rückweg machten sich die Schuhe bemerkbar. Sie waren modisch mit schmalen Absätzen und einer engen Spitze, gekauft in der Hoffnung, in diese Welt dazu zu gehören. Jetzt auf den nassen, unebenen Pflastersteinen wurden sie zu Folterinstrumenten. Jeder Schritt drückte die Zehen zusammen. Der nasse Lederriemen scheuerte an der Ferse. Der Schmerz war ein dumpfer, beharrlicher Begleiter, der mich auf meinen Körper zurückwarf, auf die physische Realität dieses Glammers, der aus Besorgungen bestand. Die Pfützen spiegelten das graue Licht der untergehenden Sonne, und ich musste um sie herumtanzen, um die teuren Einkäufe nicht zu bespritzen. Die Tüten wurden schwerer, das Papier begann an den feuchten Stellen weich zu werden. Doch inmitten dieses Unbehagens, in einer kurzen Pause unter einem vorspringenden Balkon, um den Schuh zu richten, überkam mich eine einfache, klare Freude. Für diese 5 Minuten war ich allein. Kein Beobachtender blickte primär, kein summendes Geräusch einer Maschine, keine Erwartung. Nur ich, der Regen und die Stadt. Ich lehnte mich gegen die kalte Steinwand, spürte die Feuchtigkeit durch den Mantel dringen und atmete ein. Es roch nach nassem Hund von einem Portal, gegenüber nach frischem Brot aus einer nahen Bäckerei. Ich war unbeobachtet, unsichtbar, eine anonyme Frau in einem nassen Mantel, die in einer Pfütze ihren eigenen müden Blick betrachtete. In dieser Anonymität lag eine Art von Freiheit, so flüchtig und kostbar wie das Thermopapier der Faxes, wo mein Moment ein winziges Loch in der Textur der Pflichten, durch das wirkliche Leben hereinsickerte. Ganz durchnässt, mit schmerzenden Füßen und feuchten Paketen, kehrte ich schließlich ins Atelier zurück. Das Wasser tropfte von meinem Mantel auf das Linoleum und bildete kleine, dunkle Pfützen. Ich stellte die Tüten und die kostbare Schachtel auf den Tisch der Premiere. Sie blickte auf, nahm das Papier, fühlte mit einer knappen Geste die Feuchtigkeit an der Ecke, nickte dann und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. Die Kreiden wurden abgenickt, das Parfüm mit einem kurzen Gut zur Seite gelegt. Niemand bemerkte wirklich die nasse Frau, die sie gebracht hatte. Ich war der Bote gewesen, der Kanal, und jetzt war die Botschaft angekommen.
und der Kanal war bedeutungslos. Ich zog den triefenden Mantel aus und ging zu meinem Platz zurück. Die nassen Schuhe quietschten leise auf dem Boden. Der Geruch des Ateliers, Rauch, Schweiß, Haarspray schloss sich wieder um mich, vertraut und erdrückend. Der Kursausflug in den Glamour der Besorgungen war vorbei. Draußen fiel der Regen weiter, säuberte die Straßen für einen Moment, bevor der Morgen sie wieder mit dem Staub des Alltags bedecken würde. In meinen Schuhen sammelte sich eine kleine, private Pfütze aus Regen und Schmerz, das einzig bleibende Andenken an meine Expedition in die echte, unbeobachtete Welt. Der Arbeitstag endete nie pünktlich. Es gab keinen Gong, kein Signal. Die Beendigung war ein schleichender Prozess, eine allmähliche Ermüdung, die sich wie ein unsichtbarer Nebel im Raum ausbreitete. Zuerst war es das Licht, das grelle, gnadenlos Weiß der Neonröhren, das den ganzen Tag über jede Pore, jeden Faden, jeden Schatten eines Augenrings enthüllt hatte, schien sich zu verändern. Es wurde nicht dunkler, sondern leerer, als ob die Energie, die es speiste, langsam verbraucht wurde. Es warf lange, gespenstische Schatten von den stillstehenden Nähmaschinen auf die Wände und verwandelte die Stoffdäger in seltsame, weiche Skulpturen. Die müde Stimmung war fast hörbar, ein kollektives, tiefes Ausatmen, das sich im leise werdenden Tack-Tack der Maschinen, im gedämpfteren Murmeln der Stimmen manifestierte. Die Anspannung des Tages, die wie eine unsichtbare Schnürung um die Brust gelegen hatte, lockerte sich einen Zentimeter. Man konnte sie in den Schultern der Näherinnen sehen, die sich langsam nach vorne sackten und in der Art, wie die Premiere ihre Schere ablegte, nicht mit der üblichen Precision, sondern mit einem fast nachlässigen Klacken auf den Schneidetisch. Dann begann die mühsame Reinigung, ein Ritual der Auflösung. Die großen Tische mussten geleert werden, stofferste diese unzähligen kleinen Schnipsel von Seide, Wolle und dem allgegenwärtigen Polyester wurden nicht weggeworfen, sondern sorgfältig aufgesammelt und in spezielle Kartons sortiert, die wertvollen Naturphasen getrennt von den Synthetikabfällen. Es war eine Arbeit der Demut. Das Aufheben dessen, was nur Stunden zuvor mit Ehrfurcht behandelt worden war. Doch das wichtigste Ritual war das Zählen der Nadeln. Es war eine ernste, fast feierliche Angelegenheit. Jede Stecknadel, jede Scharfnähnadel musste am Ende des Tages erfasst werden. Die Versicherungsvorschriften waren streng. Eine verlorene Nadel, die in einem Kleidungsstück stecken blieb, konnte zu einer Klage zum Ruin führen. Also gingen wir mit magnetischen Stäben über den Boden, fegten unter den Maschinen, durchsuchten die Mülleimer nach dem blitzenden Metall. Die Nadeln wurden in kleine Behälter gekippt und gezählt, ihre Zahl mit dem morgendlichen Bestand abgeglichen. Diese minutiöse Buchführung des winzigen, scharfen Werkzeugs war eine letzte Lektion in der absoluten Verantwortung, die selbst dem Unscheinbaren in dieser Welt zukommt. Ein Fehler hier war kein ästhetisches Problem, sondern eine existenzielle Bedrohung. Für das Atelier erst als der letzte Stoffrest verstaut, die letzte Nadel bezahlt war, kam der privateste Moment der Transformation.
In der kleinen, engen Toilette, deren Luft nach billiger Seife und Abflussrock, vollzog sich die seltsam intime, befreiende Geste. Ich drehte den kleinröstigen Haken der Tür, hörte das befriedigende Klicken des Schlosses und stand allein vor dem gesprenkelten Spiegel. Meine Hände gingen zuerst zu den Schultern, zu den versteckten Architekturen, die meine Silhouette den ganzen Tag über definiert hatten. Durch den Stoff der Blouses tastete ich die Kanten der Polster, diese weichen, doch unnachgiebigen Wülster. Mit einem leisen Rauschen des Stoffes zog ich sie heraus, zuerst die linke, dann die rechte. Es war ein Gefühl der sofortigen Erleichterung, als ob ein Gewicht von mir abfiel, das ich erst in dem Moment, als es verschwand, richtig gespürt hatte. Meine Schultern sanken nach vorne, kehrten zu ihrer natürlichen, runderen Form zurück. Die Polster, jetzt nur noch schlaffe Flüssstücke in meiner Hand, wirkten plötzlich lächerlich, wie abgelegte Panzerteile einer fremden Spezies. Ich blickte in den Spiegel. Das Gesicht des mich ansah, wurde seiner Fremden, die langsam vertraut wurde. Das Make-up, morgens mit Sorgfalt aufgetragen, war jetzt matt und in den feinen Linien um die Augen leicht verschmiert. Der Lippenstift war bis auf einen blassen Rand in der Mitte der Lippen abgetragen, ein Geistermund. Die Haar, die stundenlang Bemühungen des Ferns und des Sprays waren jetzt zersaust, die sorgfältig konstruierten Locken hatten sich zu weicheren, müden Wellen aufgelöst, an den Schläfen klebten feuchte Strähnen. Der Blick in den Augen war stumpf, von der Anstrengung des ständigen Beobachtens und Wartens gezeichnet. Ich wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser, das aus der alten Leitung in einem dünnen Strahl kam. Das Wasser rann über meine Haut, nahm die Reste von Puder und Müdigkeit mit sich. Ich trocknete mich mit einem reinen Papiertuch ab, das die Haut rot rieb, und die Polster mit dem nackten Garn im Gesicht. Begann die langsame Verwandlung, die Bürofigur, die stumme Dienerin mit den Nadeln im Mund und den Magenbecher in der Hand löste sich auf. Was zurückblieb, war eine eigene, müde Person mit weichen Schultern und einem ungeschützten Blick. Es war keine triumphale Rückkehr zu sich selbst, sondern ein müdes Absinken in einfachere, weniger definierte Existenz. Ich steckte die Schulterpolster in meine Handtasche, wo sie bis zum nächsten Morgen schlummern würden, und zog meinen Mantel über die nun schmalere Silhouette. Als ich das Atelier verließ, war die Luft draußen kühl und frisch, und die Schritte auf dem Bürgersteig hörten für einen kurzen, kostbaren Moment nur mehr diese sich langsam zurückverwandelnden Person, die zwischen den Welten der Erwartung und der Erschöpfung pendelte. Der Aufstieg zu meinem Zimmer war eine tägliche Pilgerreise in die Enge. 6 Stockwerke einer schmalen, gewundenen Dienstbottentreppe, deren Holzstufen unter dem Teppichbelag in der Mitte ausgehöhlt und glatt poliert waren von den Füßen unzähliger anderer Bonnies vor mir. Der Jericho diesem Schacht war immer derselbe, ein Gemisch aus altem Staub, dem süßlichen Duft von gekochtem Kohl, der aus den Wohnetagen darunter aufstieg, und dem scharfen, bleichmittelartigen Reinigungsmittel, mit dem die Hausmeisterin gelegentlich die Stufen wischte. Oben angekommen, schloss die Tür mit einem leisen, hölzernen Klicken die Welt aus. Das Chamber de Bonne war kein Zimmer, sondern ein Atemzug in der Architektur des Hauses,
ein nachträglicher Einfall und den schrägen Dachbalken. Ein einziges Dachfenster, dessen Scheibe vom Pariser Schmutz und Regen milchig getrübt war, ließ das fahle Licht einer Straßenlater hereinsickern. Der Raum war gerade groß genug für ein schmales Bett, einen wackeligen Kleiderständer und einen kleinen Tisch, auf dem die beiden wichtigsten Gegenstände meines Privatlebens thronten. Eine winzige, cremefarbene Mikrowelle und ein kleiner, klobiger Fernseher mit 2 klobigen Drehknöpfen. Die Abendroutine war eine Zeremonie der Monotonie. Ich schlüpfte aus den schmerzenden Schuhen, spürte das kalte Linoleum unter den nackten Füßen und zog den Reißverschluss meines engen Rocks auf. Die Schulterpolster landen mit einem leisen Plumps auf dem Bett. Dann kam das Ritual des Essens. Aus dem winzigen Kühlschrank, der summte wie eine wütende Hornisse, holte ich eine der in Plastik verschweißten Fertigmahlzeiten, die ich im Supermarkt im Billigviertel gekauft hatte. Hatchis Parmentier stand auf der Packung, ein verheißungsvoller Name für eine graue Masse aus Kartoffelpüree und gewolftem Fleisch. Ich riss die perforierte Folie teilweise ab, stellte den schwarzen Kunststoffteller in die Mikrowelle und schloss die Tür mit einem leisen, aber bestimmten Klick. Das Drücken der einzigen großen Taste, Start, löst ein vertrautes mechanisches Summen aus, gefolgt von einem leisen, sich aufbauenden Brummen. Durch die trübe Glastür konnte ich den Teller sehen, wie er sich langsam zu drehen begann, ein träges Karussell, der Ennüchterung. Nach 3 Minuten war es vollbracht. Ein schriller Pipten durchschnitt die Stille. Ich öffnete die Tür und eine Welle heißer, feuchter Luft, die nach künstlichem Käse und erhitztem Weichmachen roch, schlug mir entgegen. Der Kunststoffteller war zu heiß zum Anfassen. Ich trug ihn vorsichtig zum Tisch, setzte mich auf den Bettrand und stocherte mit einer Gabel aus billigem Metall in der Masse herum. Der Käse, der auf der Oberfläche geschmolzen war, hatte sich zu einer glänzenden, gummiartigen Haut verfestigt, die sich in langen Fäden von der Gabel löste. Das Geräusch des geschmolzenen Käses auf Plastik war ein leises, klebriges Schmatzen, das in der Stille des Zimmers unnatürlich laut wirkte. Jeder Bissen schmeckte nach Salz und einer undefinierbaren, chemischen Süße, nach Konservierung und Resignation. Ich aß nicht aus Hunger, sondern weil der Körper Treibstoff verlangte, und dies war der billigste, der verfügbar war. Draußen, hinter dem milchigen Fenster, glitzerten die Lichter von Paris, die Stadt der Liebe, der Lichter des Haute Couture. Hier drinnen war sie die Stadt des Hatchis Parmentier aus der Mikrowelle, 3,50 Francs das Stück. Um den Geschmack zu übertönen, schaltete ich den Fernseher ein. Ein Nacken, dann ein surrendes Rauschen, bevor sich das Bild mit einem leisen Plot materialisierte. Es war eine französische Spielshow, grell und laut. Der Moderator mit einem übertrieben breiten Lachen und einem Anzug in einem aggressiven Lila interviewte aufgeregte Zuschauer, die um Waschmaschinen und Gutscheine für Ferienhäuser spielten. Die Farben waren gesättigt bis zur Schmelzgrenze. Die Lachkonserven explodierten in regelmäßigen Abständen.
Doch das Signal war schwach. Immer wieder kroch ein flockiges, schwarz-weißes Rauschen über das Bild, verwischte die Gesichter zu geisterhaften Schemen, zerriss die Worte des Moderators in elektronisches Stottern. Ich starrte auf den Bildschirm, ohne wirklich hinzusehen. Das Rauschen wurde wahre Soundtrack, ein statisches Meer der Bedeutungslosigkeit, das die alberne Aufregung der Show verschlang. Es spiegelte den Zustand meines eigenen Geistes wider, voller interferierender Signal, Erinnerungen an die stickige Luft des Ateliers, den Geruch vom Polisher, den schmerzenden Druck der Schuhe, die jede klare Linie des Gedankens verwischten. Auf dem Tisch, halb unter einer Zeitung versteckt, lag ein blauer Luftpostbrief. Die Handschrift meiner Mutter sorgfältig und ein wenig zittrig war wie ein vertrauter Anker aus einer anderen Galaxie. Ich öffnete ihn, das dünne Papier raschelte leise. Sie schrieb von ganz anderen Sorgen. Der Apfelbaum im Garten habe so viele Früchte getragen, dass ein Ast gebrochen sei. Der Nachbar erwäge, seine Hecke zu schneiden, und sie fürchte einen Streit über die Grundstücksgrenze. Mein Vater klagte wieder über sein Knie, weigere sich aber, zum Arzt zu gehen. Sie fragte, ob ich genug esse, ob Paris so aufregend sei, wie sie es sich vorstelle. Ihre Sorgen waren konkret, irdisch, von einer schlichten, schweren Realität. Sie handelten von Wurzeln, von Verwurzelung, von den kleinen, beständigen Erosion des häuslichen Lebens. Ich las ihre Worte und spürte einen unermesslichen Abgrund zwischen dieser Welt und der meinen. In meiner Welt ging es um die Unsichtbarkeit eines Dichts, um den Preis pro Meter Kretogen, um die richtige Temperatur des Bügeleisens für synthetischen Satin. In ihrer Welt ging es um Äpfel und schmerzende Knie. Der Kontrast war nicht nur scharf, er war erdrückend. Der Wagenemanie. Glamour de Branche, die Ohren von Laufstegen, Champagner und fließenden Seiden, schrumpfte in dieser stickigen Dachkammer zu nichts zusammen, erstickt vom Geruch der Mikro und dem Rauschen des Fernsehers. Was bleib war die erdrückende Normalität, das Zählen von Francs für die nächste Fertigmahlzeit, der Schmerz in den Füßen, die einsame Stille, die nur vom statischen Rauschen unterbrochen wurde. Der Brief von zu Hause, anstatt Trost zu spenden, unterstrich nur meine Entwurzelung. Ich war hier in der Hauptstadt des Glamours und lebte ein Leben, das in seiner tristen Monotonie jeden Traum von Glanz und Aufregung auffraß. Ich faltete den Brief wieder zusammen, legte ihn beiseite und wandte mich wieder dem erkaltenden Hackisparkier und den verrauschten, grellen Bildern der Spielshow zu. Die Mikrowelle stand ausgeschaltet da, ihr Inneres noch feucht von Kondenswasser, ein silberner Sarg für die Illusionen des Tages. Das einzige Licht im Zimmer kam jetzt vom flackernden Fernseher, der mein Gesicht in wechselnden Schattierungen von Blau und Grau tauchte, während das Rauschen leise in den Dachbalken widerhallte, ein ewiges, gleichgültiges Summen. Die Besprechung zog sich hin wie zurück. Am den großen Schneidetisch saßen sie, Monsieur Leblanc, die Premiere, die Marketingdirektorin, eine Frau mit einem Haarschnitt, so scharf wie ein Messerschnitt, und
2 junge Assistenten, deren Aufgabe es war, zu nicken. Meine Aufgabe, wie immer, war es, Protokoll zu führen. Ich saß auf einem wackeligen Hocker in der hintersten Ecke, einen Block auf den Knien, einen stumpfen Bleistift in der Hand. Das Thema wurde die nächste Kollektion, speziell eine Linie für die modernen Karrierefrau. Die Luft war dick von den Ausdünstungen des Nachmittags. Schweiß, Zigarettenrausch, der beißende Restgeruch von Haarspray und jetzt auch von ambitionierten Worten. Es muss Autorität ausstrahlen, sagte die Marketingdirektorin. Ihre Stimme schnitt durch das Summen der Klimaanlage Klarheit. Sie betrat den Vorstandssaal und man weiß, dass sie gehört wird. Monsieur Leblanc nickte, seine Finger trommelten nachdenklich auf die glatte Tischplatte. Der Powersuit, murmelte er, als verkünde er eine Offenbarung. Breitschultern. Eine starke, gerade Silhouette, die Täler betont, aber nicht betont. Eine männliche Struktur, weiblich interpretiert. Die Worte hingen im Raum, schwer unbedeutungsschwanger. Männliche Struktur weiblich interpretiert. Ich ließ meinen Bleistift über das Papier gleiten, notierte die Phrasen, während mein Geist sich leise davonstohl. Der Powersuit. Ich dachte an die Schulterpolster in meinem eigenen Kleiderschrank. Diese weichen, formlosen Vliesstücke, die ich jeden Morgen wie eine Rüstung anzog. Ich dachte an die unbequemen Sänger der taillierten Jackets, die ich bei der Anprobe hatte feststecken müssen, wie sie den Atem der Mannequin einschnürten. Ich dachte an die steifen, nicht atmenden Stoffe, aus denen diese Symbole der Macht geschneidert wurden. Die Idee war ironisch bis ins Mark, ernst Gentleman zu werden, am Raum in einer männlichen Welt einzunehmen. Sollte die Frau ihre eigene Silhouette verleugnen und eine fremde annehmen. Sie sollte kantig werden, eckig, breit in den Schultern, schmal in der Hüfte, eine Karikatur der männlichen Matchpose. Aufgeproppt auf einen weiblichen Körper, der Komfort war irrelevant, ja, verdächtig. Bequemlichkeit war Schwäche. Die wahre Stärke bestand darin, die physische Einschränkung zu ertragen, den Schmerz der engen Nähte, das Gewicht der Polster, die erstickende Wärme, die Synthetic Materials unter den grellen Bürolichtern. Es war eine Uniform der Assimilation. Und ihre Botschaft war klar: um zu gewinnen, musst du zuerst dein eigenes Wesen verbergen, es in eine akzeptable, ansteinflossene Verkleidung zwängen. Mein Blick wanderte durch den Raum, über die Gesichter der anwesenden Frauen. Die Premiere, deren Händchen Vermögen in Stoffen schneiden und formen konnten, deren Expertise unbestritten war, verdiente wahrscheinlich nicht einmal ein Drittel von dem, was Monsieur Leblanc einstrich. Die näheren Hauptraum, deren geschickte Finger diese Machtanzüge zusammensetzen würden, lebten von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Ihre Abhängigkeit von diesem Atelier war absolut. Die Marketingdirektorin mochte einen scharfen Anzug tragen, aber ihre Macht war geliehen, abhängig von der Gunst der Männer, für die sie arbeitete. Die Diskrepanz zwischen der emanzipatorischen Rhetorik, die jetzt auf meinem Blog entstand, Selbstbestimmung, wirtschaftliche Unabhängigkeit,
Die Frau erobert den Arbeitsmarkt und der realen, prekären Existenz der Frauen in diesem Raum war so gewaltig, dass sie beinahe komisch war. In den Modezeitschriften, die auf dem Tisch herumlagen, glänzten Models in perfekt geschnittenen Powersuits vor gläsernen Hochhausfassaden. Sie lächelten siegesgewiss, die Hände in die taillierten Taschen gesteckt, die breiten Schultern ein Dreieck der Entschlossenheit. Die Texte darunter sprachen von Taking Charge, von Breaking the Glass Ceiling. Die Kleidung wurde als Werkzeug der Revolution verkauft, eine Rüstung für die Schlachten im Konferenzraum. Doch hier, in der stickigen Realität, in der diese Rüstung geschmiedet wurde, gab es keine Revolution, nur müde Akzeptanz. Die Näherinnen brachen keine gläsernen Decken. Sie nähten sie Stitch für Stitch für andere Frauen zusammen, ihre eigene wirtschaftliche Abhängigkeit war das Fundament, auf dem der Mythos des Powersuits errichtet wurde. Sie schufen ein Symbol der finanziellen Macht, von der sie selbst nur träumen konnten. Monsieur Leblanc skizzierte jetzt mit schnellen Strichen auf einem Stück Transparentpapier die Silhouette dahin stand, monströs und vertraut, übertriebene, fast-way-direkte Schultern, eine taillierte Jacke, die wie eine Schale den Oberkörper umschloss, ein schmaler, knielanger Rock. So, sagte er zufrieden, das ist die Sprache der Macht. Sie muss laut sprechen. Die Marketingdirektorin lächelte zustimmend. Ich blickte auf meine Notizen, auf die leeren Seiten, die noch gefüllt werden mussten. Die Sprache der Macht. Sie wurde hier definiert, in diesem Raum, von einem Mann für Frauen, die lernen mussten, in einer fremden Grammatik zu denken. Die wahre Macht, so schien es, lagen nicht im Tragen des Suits, sondern im Diktieren des Suits, sondern im Diktieren seiner Form. Und diese Macht war, wie alles andere in diesem Atelier, ungleich verteilt, festgenäht an einer Hierarchie, die so scheif war wie die Futter eines teuren Jackets. Der Bleistift in meiner Hand fühlte sich plötzlich schwer an, ein stumpfes Werkzeug, das nur dazu diente, den Mythos zu protokollieren, während die Realität, der Geruch vom Schweiß, das leise Husten einer Näherin von nebenan, das nistende Geräusch meiner eigenen billigen Nalla-Strumpfholes, lautlos daneben stand, unbeachtet und doch allgegenwärtig. Die Besprechung ging weiter, es wurden Farbpaletten diskutiert, da es wegen, und ich schrieb weiter Wort für Wort und baute so in der Legende mit, während ich in meinem eigenen, engen Rock auf dem harten Hocker saß und spürte, wie die eigenen viel kleineren Schulterpolster leise in meine Bluse einsanken, ein stilles, privates Eingeständnis der Komplizenschaft. Der Samstagmorgen besaß eine andere Qualität von Stille. Es war nicht die erschöpfte Stille nach dem Verstummen der Nähmaschinen, sondern eine weiche, vielversprechende Ruhe, die in den sonnendurchfluteten Staubkörnchen meines Zimmers schwebte. Kein Wecker riss mich heraus. Das Erwachen war ein langsames Aufsteigen aus dem Schlaf, ein bewusstes Spüren der Matratze unter dem Rücken, des kühlen Leintuchs auf der Haut. Heute gab es keine Schulterpolster, die in die Blouse gestopft werden mussten, keine Strumpfhose, deren makellose Unbesehrtheit überprüft werden wollte. Ich zog ein einfaches Baumwollkleid an, das weich und nachgewaschen war,
und flashy Sandalen, die meine Füße die ganze Woche über in engen Schuhen gefangen, wie befreite Gefangene atmen ließen. Heute war ich nicht die Stagiaire, heute gehörte Herr K. Der Straßenmarkt am Boulevard Richard Lenoir war eine Explosion des Lebens, ein lauter, fröhlicher Kontrapunkt zur gedämpften, künstlichen Welt des Ateliers. Schon von weitem schlug mir eine Welle von Gerüchen entgegen, nicht geordnet und separiert, sondern zu einem betörenden Ganzen verwoben. Der Duft von reifem, fast überreifem Käse, würzig und animalisch, vermischte sich mit dem unverkennbaren, herzhaften Aroma von rotierenden Paulets Rotis, deren Haut in den Ofen Coules Rotis, deren Haut in den Ofen darüber lag die Süße, leichte Not von frischem Obst, von erdbeerten Erdbeeren, von sonnenwarmen Pfirsichen, deren samtige Haut im Licht schimmerte, von Zitronen, die ihre säuerliche Frische wie kleine gelbe Bomben in die Luft warfen. Es wurde Geruch von Fülle, von Unmittelbarkeit, von Dingen, die gegessen, getrunken, gelebt werden wollten. Nicht von Dingen, die nur betrachtet, bewertet oder in teure Verpackungen gehüllt werden mussten. Ich ließ mich in den Strom der Menschen treiben, ein langsames, zielloses Flanieren. Es gab keine Eile. Niemand erwartete mich. Ich blieb vor den Ständen stehen, ließ die Sinneseindrücke auf mich wirken. Bei dem Käsehändler bewunderte ich die riesigen, von blauen Schimmel durchzogenen Räder des Roquefort, die cremigen, weißen Köpfe des Camembert, die in streuigen Körben lagen. Der Händler, ein Mann mit einem gewaltigen Schnauzbart und einem blauen Schoß, bot mir eine Kostprobe eines Comté an, 18 Monate gereift. Ich nahm das kleine Stück, legte es auf die Zunge. Der Geschmack war komplex, nassig, mit einer kristallenen Salznot, die auf der Zunge sehr ging, eine Offenbarung nach dem geschmacklosen Hachis Parmentier aus der Mikrowelle. Ich kaufte ein kleines Stück, in Wachspapier gewickelt, und spürte sein Gewicht, seine kühle Festigkeit in meiner Handtasche. Weiter ging es vorbei an den Gemüseständen, wo die Karotten noch mit Erde bedeckt waren und die Tomaten in allen Formen und Rottenum pyramidartig aufgestapelt waren. Ich kaufte eine Handvoll Kirschen, ihr dunkles Rot fast schwarz in der Sonne, und aß sie während des Gehirns, ließ den süßsäuerlichen Saft im Munde zergehen und spuckte die Kerne diskret in ein Taschentuch. Die Langsamkeit war ein Genuss. Ich wühlte in Kisten mit alten Büchern, blätterte in Postkarten aus den 50er Jahren, ließ meine Finger über grob gewebte Körbe aus Afrika gleiten. Es war eine Freude am Wühlen, am Entdecken, ohne Absicht, am rein sinnlichen Erfassen der Welt. Hier gab's kein Protokoll, keine Hierarchie, keine Angst, etwas zu beschmutzen. Nur das einfache, friedliche Gewühl des Samstags. Dann sah ich den Stoffstand. War nicht wie das feuchte, geordnete Lager des Ateliers, sondern ein fröhliches Chaos. Stapel von Stoffbollen, meist Baumwolle und Leinen, in gedämpften, erdigen Tönen. Ocker, Senf, ein weiches Laubgrün, ein tiefes Indigo. Es waren keine Luxusmaterialien, keine Crepe de Chine oder schweren Tweeds. Es waren einfache, robuste Stoffe, die nach Waschmittel und Sonne rochen.
nicht nach Chemie oder Mottenkugel. Ich blieb stehen, zog fast unwillkürlich einen Ballen hervor. Es war ein Baumwollstoff in einem zarten, staubigen Rosa, durchzogen mit feinen, weißen Streifen. Die Webung war unregelmäßig, handwerklich, nicht maschinell perfekt. Ich ließ das Stück durch meine Hände gleiten, spürte die leichte Rauheit der Baumwolle, die Weichheit nach vielen Wässchen. Und ich wusste sofort, diesen Stoff kaufte ich nicht für die Arbeit. Ich kaufte ihn für mich. Die Vorstellung war so einfach, dass sie mich fast überwältigte. Ich würde mir etwas nähen. Nicht ein Kleid nach Vorgabe, nicht ein Blouses aus Polyester für eine Zweitlinie. Etwas für mich selbst, vielleicht einen weiteren, einfachen Rock oder eine lockere Bluse, die um die Schultern fällt, ohne sie zu verbreitern. Etwas, das etmite. Etwas, das nur mir gehörte und keine Collection, keine Kundin, keine Vorstellung von Macht oder Glamour. Die Entscheidung war ein winziger, friedlicher Akt der Rebellion, eine Rückeroberung der Nadel und des Fadens für einen privaten, freudvollen Zweck. Ich handelte den Preis mit der freundlich dickbäuchigen Verkäuferin aus, bezahlte mit einigen meiner knappen Francs und erhielt das zugeschnittene Stück Stoff, in braunes Papier gewickelt. Ich trug es unter dem Arm. Sein Gewicht war leicht, aber bedeutungsvoll. Auf dem Rückweg das Papier mit dem Käse. Auf der einen, den Stoff auf der anderen Seite, spürte ich eine tiefe, stille Zufriedenheit. Der Marktbesuch war keine Flucht gewesen, sondern eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass es ein Leben außerhalb der stickigen Luft und des monotonen Tackens gab. Ein Leben aus echten Gerüchen, echten Geschmäckern, aus der langsamen, sinnlichen Freude am Wühlen und eigenen kleinen Schaffen. Die Woche im Atelier mit ihrer Hektik, ihrer Hierarchie und ihrer erdrückenden Künstlichkeit schien für einen Moment weit weg, eingehüllt in den friedlichen, sonnendurchfluteten Samstag, in dem ich einfach eine Frau auf einem Markt war, die Kirschen aß und ein Stück Stoff für sich selbst kaufte. Der Kontrapunkt war vollkommen und ernährte mich Stich für unsichtbaren Stich für die kommende Woche. Der Wecker klingelte. Kein schriller Schrei, sondern das gleiche stumpf mechanische Rasseln, wie jeden Morgen ein vertrauter Feind. Die Hand, die ihn ausschaltete, bewegte sich mit einer automatischen Präzision, die keine Gedanken mehr erforderte. Die Dunkelheit des Zimmers war dieselbe, die schrägen Dachbalken zeichneten die gleichen Schatten an die Decke. Der Zyklus begann von neuem, aber nicht mit einem Ruck, sondern mit einem müden Aufschwung, wie ein schweres Rad, das nach einem kurzen Stillstand wieder in seine ausgefahrene Spur rollt. Die Routine entfaltete sich mit der trägen Eleganz eines oft geprobten Balletts. Die Suche nach den Schulterpolstern im Halbdunkel, ihre weiche, formlose Präsenz in der Hand, bevor sie in die Blouses gestopft wurden. Die Inspektion der Nylonstrumpfhose gegen das fahle Licht des Deckfensters, die Erleichterung, als sich keine Laufmasche zeigte, das stundenlange Ritual mit dem Phone, der heiße Luftstrom, der die Locken in die geforderte,
disziplinierte Wildheit pietschte. Jede Bewegung war vorhersehbar, jede Gescheh eine Wiederholung. Doch heute lag ein subtiler Unterschied. Darin nicht in den Handlungen selbst, sondern in der Haltung, mit der sie ausgeführt wurden. Es war eine Akzeptanz, die tiefer ging als Resignation. Sie wussten, was sie erwartete, den Geruch, die Müdigkeit, die kleinen, freudlosen Aufgaben. Es gab keine innere Anspannung mehr, keine nervöse Erwartung, ob man den Erwartungen gerecht werden würde. Man wusste es einfach. Man würde den Erwartungen nicht gerecht werden, nicht wirklich, und es war in Ordnung. Man würde erscheinen, die Arbeit verrichten und gehen, das war alles. Der Weg durch Paris war die gleiche. Anonyme Passage, die überfüllte Metro roch nach feuchtem Mantel und abgestandene Nacht. Körper drängten sich an Körper, Gesichter waren zu maskenhaften Overlayen der Müdigkeit erstarrt. Der haltende Boulangerie für die Tartine Puree und die Noisette war kein kleiner Luxus mehr, sondern ein notwendiger Treibstoffpunkt, eine Betankung vor dem Eintauchen. Der Kaffee brannte den gleichen Weg durch die Lethargie. Das Brot schmeckte nach Butter und Salz und nix weiter. Die Stadt draußen war ein graues Gemälde unter einem gleichmäßig grauen Himmel, der sich nicht verändern würde. Sie betrat das Atelier. Die Tür gab das Vertraute. Leise Klicken von sich. Und da war wieder der Geruch. Die stickige Wärme, die sofort an der Haut klebte. Der Komplex, unauslöschliche Cocktail aus Zigarettenash, kaltem Kaffee, steckendem Haarspray, säuerlichem Schweiß und dem leisen, süßlichen Hauch von Mottenkugel aus dem Stofflager. Er schlug ihr entgegen wie eine Wand, und statt Widerstand zu leisten, atmete sie ihn ein. Er war die Luft dieser Welt geworden. Die Augen brauchten eine Zeit mehr zum Passing. Sie erkannten sofort das vertraute Bild. Das abgenutzte Linoleum, die wartenden Nähmaschinen, die Stoffberge in ihren Ecken, den Stapel unbezahlter Rechnungen auf ihrem eigenen, wackeligen Tisch. Sie begrüßte die Kollegen mit einem müden Nicken. Kein Lächeln, keine ausführlichen Worte. Ein kurzes Heben des Kinns, ein flüchtiger Blickkontakt, der alles sagte. Ja, wir sind wieder hier. Ja, es ist Montag. Ja, es geht weiter. Claudine erwiderte das Nicken. Ihre Hände waren bereits über einem Stück crepende Schiene gebogen. Die Jüngeren murmelten ein leises Salut, ohne von ihren Maschinen aufzublicken. Die Premier stand an ihrem Schneidertisch, ihr eisgraue Noten, ein Symbol unerschütterlicher Strenge, und der Blick streifte sie nur kurz, ein stummes Abhacken ihrer Anwesenheit. Es gab keine großen Offenbarungen an diesem Morgen, keine plötzlichen Kündigungen oder dramatischen Veränderungen. Die Realität war nicht etwas durchbrochen wurde. Sie war etwas, das durchbrochen wurde. Sie war etwas, das fortlief. Ein träger, mächtiger Strom, in den man einfach wieder eintrat. Sie ging zu ihrer Nähmaschine. Der hölzerne Stuhl nahte unter ihrem Gewicht. Ein vertrautes Geräusch. Ihre Hände lagen auf dem kalten, abgewetzten Lack des Maschinengehäuses. Vor ihr lag der Auftrag des Tages. Ein Stapel wohlgeschnittener Teile für eine Blouse. Aus blassrosa Polyester,
Der gleiche Berg Künstlingsitins wie in der vergangenen Woche. Sie nahm den ersten Teil, führte ihn unter den Nähfuß, senkte den Fußhebel. Dann schaltete sie den Motor ein. Das Summen setzte ein. Es war ein tiefes, vibrationsreiches, beruhigendes Geräusch. Es füllte den Raum nicht. Es war der Raum. Es übertönte das leise Murmeln der Stimmen, das Klicken von Scheren, das ferne Rasseln eines beginnenden Faxes. Es war ein Salweis, Soundtrack der Kontinuität. In diesem Summen lag eine seltsame, tröstliche Gewissheit. Solanges samti war die Welt in Ordnung. Solanges die Nadel auf und abstieg, der Stoff unter ihr vorglitt, gab es eine Ordnung, eine sinnstiftende, repetitive Handlung. Die Gedanken konnten abschweifen, so staubig große Stoffbrot vom Samstagsmarkt in ihrer Tasche, zu dem Stück Käse, das in ihren winzigen Kühlschrank wartete, zu den müden Zeilen im Brief ihrer Mutter, aber die Hände wussten, was zu tun war. Tack, tack, tack. Naht für Naht. Stitch für Stitch. Ihr Blick wanderte vom sich bewegenden Stoff unter der Nadel zum großen, verschmierten Fenster an der Stirnseite des Raumes. Draußen war der graue Pariser Himmel, eine gleichmäßige, tuchartige Wolkendecke, die kein Blau durchscheinen ließ. Er hatte sich nicht verändert seit dem vergangenen Freitag, seit dem vergangenen Montag. Er würde sich auch morgen nicht ändern. Er war einfach da, ein stiller, gleichgültiger Tigerzeuge des Zoomens, des Tackens, des Ein- und Ausatmens in der stickigen Luft. Es gab keinen Sonnenstrahl, der ein Hoffnungsschimmer versprach, keinen dramatischen Regen, der eine Reinigung andeutete. Nur Grau, ein weiches, alles umfassendes Grau. Und in diesem Grau, in diesem vertrauten, beruhigenden Summen des Motors, endet die Geschichte nicht mit einem Punkt, sondern mit einem leisen, anhaltenden Brummen, dem Sound eines Lebens, das sich weiter drehte, Stich für unsichtbaren Stich, in der tröstlichen Monotonie des Alltags.